Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich. Willkommen alle Lieben, die schon da sind. Hallöchen Heshi. Danke übrigens für die Bereitstellung der Livestream-Codes, die oben am Chat angepinnt sind. Für jedermann und jeder Frau und jeder Alien. Oder so. Willkommen, wie geht's euch? Wer ist noch da? King, Hallöchen! Und Feli, Wassermarsch, Prost! Bist du Tobi zuvor gekommen? Hallöchen Tobi auch. Hallöchen Raffi. Ich bin mir gerade bei was unsicher. Und zwar, wenn es um den Stream geht, dann schreibt DM, ob meine Chicken Nuggets durch sind. Du Otto! Normalerweise, wenn du die Chicken Nuggets bei der vorgegebenen Dauer, die maximale Zeit im Backofen oder Fritteuse oder Heißluftfritteuse lässt, dann sollten sie durch sein. Die sind weiß innen, aber schmeckt anders. Na, weiß sind sie immer, oder? Ich glaube, selbst wenn sie tiefgefroren sind, sind sie weiß innen. Aber jede Chicken Nuggets Marke schmeckt auch ein bisschen anders. Ist vegane genommen? Ich weiß gar nicht, welche Farbe haben vegane Chicken Nuggets. Ich habe schon viele vegane Fleischersatzprodukte gegessen, aber Chicken Nuggets tatsächlich noch nicht. Hab's mir schon angeschaut, aber ich spoilere nicht. Das ist sehr lieb, sonst wer spoilert, ab mit dem Kopf. Ich nehme ganz bestimmt keine veganen. Du, Raffi, wenn du dir unsicher bist, dann gib sie noch ein paar Minuten in den Backofen rein oder wo immer du sie gemacht hast, damit sie durch sind. Hast du sie selbst gemacht oder hast du sie irgendwo gekauft? Voll das Thema hier. Hallo, eigentlich wollen wir Livestream sehen. Wobei ich muss sagen, vegane Nuggets schmecken echt gut. Wie gesagt, vegane Nuggets habe ich noch nicht probiert. Ich habe schon veganes Dönerfleisch, veganes Pulled Pork, vegane Fleischstreifen, vegane kleine Mini-Steaks probiert. Eigentlich alles ganz gut. Und die veganen Fleischbällchen beim Ikea, die übrigens ziemlich gut sind. Erstaunlich. Ja. So als Alternative nicht schlecht. Hallöchen Colonel Tobias, willkommen. Und schon 20 Minuten drin gekauft. Na dann, wenn sie 20 Minuten drin sind, normalerweise Chicken Nuggets, reguläre Chicken Nuggets brauchen zwischen 15 und 17 Minuten, glaube ich. Oder sind Fischstäbchen brauchen 15 bis 17. Fischstäbchen brauchen 16 bis 18 Minuten. Irgendwie so um den Dreh, aber dann sollten sie gut sein. Außer sie hatten Gefrierbrand, wenn es tiefgekühlte Chicken Nuggets sind. Gut, hätten wir dieses Thema auch besprochen. Ich hoffe, ihr mögt alle Chicken Nuggets und ich bin jetzt sehr gespannt, weil heute werden wir den Livestream von Honkai Star Rail Version 1.4 anschauen. Einige Leute werden ihn schon gesehen haben. Er hat eigentlich vor kurzem geendet. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft. Ich meine, ich war um 13:28 Uhr war ich zu Hause, aber da war noch nicht einberechnet, dass ich noch nichts gegessen hätte und dass eigentlich mein Stream noch nicht ganz vorbereitet war. Von daher mit einer Stunde Verspätung schauen wir uns das jetzt an, aber wir können es uns auf YouTube anschauen und können dann theoretisch sogar zwischendurch pausieren und Kommentare abgeben. Ich werde versuchen, es aber möglichst kurz zu halten, damit wir nachher dann auch noch eine Runde Genshin spielen können. Yes, das ist der Plan. Rest in Peace, Discord. Yes, meiner ist jetzt auch eingegangen. Auf dem Handy funktioniert es noch. So, Ankündigungen habe ich schon überall gemacht, bis auf in Discord, aber auf dem Handy theoretisch könnte ich das machen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ich gehe darüber, dann schaue ich meine anderen, dann kopiere ich mir das nur. Das Bild habe ich schon aufgrund meiner Dropbox auf mein Handy bekommen. Habe ich nämlich schon vorbereitet, mein Vorschaubild. Heute sehr gut vorbereitet, denn derweil noch. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich poste auch im Discord für alle Leute, die vielleicht übers Handy oder anders reingehen. So. Mein Discord am Handy funktioniert auf jeden Fall noch. Am PC jetzt auch nicht mehr. Leider. So. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Zack. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Gott, ich hab's getan. Warum gebe ich immer so viel Geld aus? Für Chicken Nuggets?
Oder hast du jetzt ein Pack gekauft, Heschi? Hm? 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 Ach. Ja, ganz roh können sie nicht sein. Nein, wenn sie schon fertig sind, dann sollten sie nicht roh sein. Wenn sie nicht durch sind, bekomme ich halt Salmonellen. Also wenn Raffi heute in der Nacht mit Magenschmerzen und so aufwacht, dann wissen wir, sie waren doch noch nicht durch. Ich habe Wushuan E1. Gratulation, Tobi. Wow. Hä? Seit wann? Tobi, hör auf zu pullen, verdammt nochmal. Will keinen Infekt haben. Ein Effekt ist das auch nicht. Das ist eine Lebensmittelvergiftung dann in dem Fall. Oder? Mit Salmonellen. Hol mir gleich das Pack, aber habe mir jetzt Party Animals geholt. Yay! Party Animals für alle. Ich will keinen Infekt an meinem Birthday. Trotzdem sind Salmonellen Bakterien. Okay. Na dann. Dann isst sie halt nicht, wenn du dir nicht sicher bist. Regel, wenn du dir gar nicht sicher bist und nichts riskieren willst, dann isst sie nicht. So, und Gratulation zu Wushuan. Mit Tobi. So. Der Livestream ist, glaube ich, 45 Minuten lang, wobei 5 Minuten die Einleitung sind. Werden wir jetzt gleich mal loslegen. Zack. Dann switche ich rüber. Zack. Ah, da bin ich. Hallo. Und dann schauen wir mal. Charakter-Check. Ich spiele heute kein Star Rail, Tobi. Ich schaue mir nur den Livestream an, danach spielen wir Genshin. Ein Versuch war es wert. Ich weiß nicht, weil ich das nächste Mal Star Rail stream. Wenn ich irgendwann mit der Story von Genshin wahrscheinlich fertig bin. Ich esse die Drecksdinger nicht. Schau, hätten wir das auch geklärt. Also, falls es jemand interessiert, bei mir gab es heute Bratwürstchen mit Sauerkraut zum Mittagessen. War übrigens sehr lecker, muss ich sagen. So. Dann sollen wir vorspulen gleich und loslegen? Oder wollt ihr jetzt noch die paar Minuten abwarten? Legen wir gleich los, gell? Die riechen auch richtig räudig. Na, vielleicht waren sie schlecht. Wie lange sind denn die schon da gewesen? Also wenn's schlecht riecht oder schlecht schmeckt, dann lass es lieber sein. Warum? Es macht doch Spaß. Hä? Ivo war aber schnell. Er wollte einkaufen gehen, ist 8 Minuten draußen und kommt schon wieder zurück, aber anscheinend hat er irgendwas vergessen. Datum gibt's. Nein, ohne Geldbörse kommt man tatsächlich beim Einkaufen nicht weit. Ja. Immerhin ist er jetzt gesund wieder, das ist doch auch schön. Das heißt, morgen gibt es auch wieder Evo-Streams. So, seid ihr bereit für den Livestream? Ich hoffe. Soll ich mich noch ein bisschen kleiner machen? Will nicht zu viel von Owlbert verdecken. An der Seite soll es gehen, oder? Schauen wir mal. Zack. So. Ich spule mal vor. Oh, da geht's los. 3, 2, 1, go. Oder auch nicht. Oh. Hallo, Marge. Gib mir eine Sekunde, die Tür ist gerade draußen umgekippt. Also unsere Insektentür. Irgendjemand hat die nur irgendwie angelehnt und jetzt ist sie umgekippt. So, jetzt legen wir nochmal von vorne los. Wenn nicht immer irgendwas dazwischen kommt, dann bin ich's nicht.
So kann man auch Zeit schinden. So. So. Zack. Auf geht's. Jetzt aber wirklich. Oder auch nicht. Sich die Tür auch noch mit der Kette von der Sonnenjalousie verheddert. Ihr müsst mir sagen, wie der Sound ist. Zu leise, zu laut, gut. Ist jetzt schon ein bisschen schlecht. Wenn es so schnell geht, ist es meistens Einbildung. Sollte es wirklich irgendwas Bakterielles sein, merkst du das, glaube ich, erst ein bisschen später. Ja, Marge, die Kamera ist schon an. We're live already? Hey everyone, welcome to the program and thank you to our sponsor, the Interastral Peace Corporation. I'm your host, Astral Express crew member, March 7th. I've been watching my favorite streamer in preparation, but this is still my first time hosting, so go easy on me if I mess up, okay? What was I supposed to say again? Wer ist wohl Ihr Lieblingsstreamer? I think it was, don't forget to like, follow and share, or I'll chicken out. Genau. Immer liken, bitte. And then... Oh, without further ado, let's get right into the trailer. Oha. Geht gleich los mit dem Trailer. Was ist das jetzt? Pokémon? Ich dachte, das wäre ein Pokémon-Orden. Es ist so Topaz Numby in den Kampf und so. Oder Tekken. Nein, schau, er hat wirklich ein Numby. Auch. Ich muss an die Smash-Stage denken vom Pokémon Stadium. Numby-Pokémon. Okay. Enough is enough. I returned to the Law Fu so I could surrender myself to the Alliance and atone for my sins. Jingliu. This will be the last you see of me. Ob sie die Augenbinde auch mal abnimmt? Oh. Gefährlich. Slash. Oh, sie nimmt die Augenbinde ab. Oh nein. Die eine Foxianerin. Time to say goodbye. Das war aber süß. Oh, ein Code. Ich bleib einfach mal, wo ich bin. Der Code ist eh oben angepinnt. Yes. PlayStation 5 Version officially launching am 11.10.23. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? So. So, bin dann mal den Genshin die Seesterne für Novilette farmen, damit der morgen Level 80 sein kann. Meiner ist schon Level 80 und sein Buch ist schon Level 90. Und von den Talenten schon 888. Heute am Nachmittag, beziehungsweise wahrscheinlich am Abend, werde ich dann die restlichen Seesterne farmen, damit er da 90 ist. Heshi hat mir gestern freundlicherweise seine Welt zur Verfügung gestellt für seine Seesterne. Ist Salmonelleninfektion schlimm? Es kommt drauf an. Das ist stufenweise. Du kannst das nicht so auf auf eine Stufe stellen. Das kann von leicht oder du merkst gar nichts bis es ist ganz schlimm gehen.
Die jetzt einfach mit einer eigenen the Biomülltüte Trailblaze in die Tonne journey geworfen. There's loads of fun stuff waiting for us out there. Can't wait to catch it all Die on Musik, camera. Pokémon war auch mein erster Jingliu. Gedanke. Never Schon, thought oder? we'd meet a living Xianzhou legend. She's super interesting. Miss Jingliu might look young and elegant, but people say she's experienced and super dangerous. I was a little nervous when the director told me I'd be introducing her today. Jingliu. So I thought, Ja, sie why ist schon don't ein I bisschen see if I can bring in furchteinflößend, another oder? young, elegant, experienced, and dangerous lady to help me with the intro. Next up, let's put our hands together and welcome Miss Himeko, navigator of the Astral Express. Wow, March. Is that how you see me? I'm very flattered. Himeko, you're here already? Die englischen Stimmen sind manchmal so ungewohnt für mich, muss ich ehrlich sagen. Me a young, elegant, experienced, and Gerade sagen, dangerous kurz sind lady. ja schon da. Yes, oben angepinnt. You're all those things? So, you want to take it from here, Himeko? Sure thing. Where were we? Hi, everyone. As March said, I'm Himeko, navigator of the Astral Express. Today, I'll be introducing you to a living Xianzhou legend, Jingliu. Jingliu, let's go. Ja, schau. Nun wirklich die Augenbinde dann ab beim Kämpfen. Dann muss sie es ernst meinen, oder? Ich meine, so Outfit- und Designtechnisch ist sie schon cool. Ever since I first caught Sie ist auch sight of her Eis. in Yenqing's tracking entries, I was completely hooked. She's Jingyuan's previous master. I bet she's got all kinds Was of sind das da hidden für stories Hände to da tell. unten? Und was As one gießt of sie the da runter? High God Quintet, Primordial she was Water. once the strongest Das swordmaster sind die on the Law Fu. Fontenianer, die However, due to the aufgelöst effects of werden. Mara, she sometimes loses her grip on reality, perceiving herself as an unstoppable sword. Jingliu's so ruthless. She even attacked her apprentice's apprentice. And she figured out Yenqing's fighting style just from the sound of his swords. I'd bolt if I saw her coming my way. I can't say I blame you. After the Mara took hold of Jingliu, she became a different person. As for the day she crossed paths with Yenqing, it was quite the twist of fate. I guess so. In any case, Jingliu is Immerhin, unpredictable at immerhin the habe ich best die of Mission times. schon gemacht. But if you Deswegen catch weiß her ich, on a worüber good sie day, reden. she's as calm Wäre as es wirklich zu einem moonlight on a Crossover silent zwischen night. Honkai Style und Tekken Nicely gewesen, würde ich Jin da Her haben power oder is Kazuya, actually einer von den deeply zwei. connected to the moon's Ja, da müsste phases. Bandai Namco die Rechte Jingliu geben. is an Ja, das Ice-type sowieso. character following the path of destruction. who Destruction. uses two Alle different sind sie states in Destruction. combat. Different states? What's that? Think of it this way. When Jingliu is in prolonged combat, her Mara-struck persona takes over and she changes states. When Jingliu uses her skill, Transcendent Flash, she accumulates stacks of syzygy. Whoa! Isn't Transcendent Wow. Flash the legendary sword move from Mr. Wir wissen Cian's gar nicht, story? worüber The one that geredet cuts wird. through time itself? You sure seem well-versed in High Cloud Quintet stories, March. When syzygy stacks up to a set amount, Jingliu is consumed by Mara and enters a spectral transmigration state. In the spectral transmigration state, Jingliu's Eisschwert. every attack deducts a set percentage of HP from her ally's max HP. However, her attack Okay. increases according to the corresponding total HP consumed. See? Sie zieht den I told you anderen she die attacks HP her ab. allies. While in the spectral transmigration state, Jingliu's skill, Transcendent Das ist ja Flash, brutal. becomes Moon on Glacial River, and she is Aber mit unable to Blady launch zusammen. basic attacks. Moon on Glacial River doesn't Nochmal consume extra skill points, HP von ihm but does abziehen. consume stacks of syzygy. When stacks reach 0, Jingliu exits the spectral transmigration state. Jingliu's ultimate, Floor Ephemeral Dream Flux, deals a set percentage of her attack as ice damage to a single target Die and Augen, wenn sie adjacent das enemies, macht. as Die sehen well so as richtig granting Psycho her aus, oder kommt additional es mir nur so stacks vor? of syzygy. Whether it's Honkai normal Stinky? state Ice Warum das? Beauty Jingliu or red-eyed spectral transmigrator state Jingliu, she's one heck of a sword master. According to Xianzhou records, she was taken by the Ten Lords before the onset of Mara and subsequently detained in the shackling prison. The famous confrontation with her apprentice, Jingyuan, would come later.
Becoming Mara-struck is an unavoidable fate for Xianzhou long-life species. But they're still trying to find a way to break free of the cycle. In the brand new 1.4 mission, Clouds Leave No Trace, an anonymous letter silently appears on the Express. It seems an die unexpected Fuchsianerin auch, ich visitor weiß has grad nicht, wie sie extended heißt. an invitation and is looking to connect with Dan Heng to delve deeper into the tale of the Xianzhou. Past events may Weiß ich nicht feel mehr. distant in the present. Aber jedes Mal, wenn ich Bilder von Lady mit den silbernen Haaren sehe, denke ich immer so, ja, irgendwas mit Beihang oder irgend sowas. Drastically reshaped from the one they once knew. I heard the reason Jingliu wears a blindfold is to avoid catching sight of certain objects on the Xianzhou. Things that would trigger her memory and the Mara inside her. Well, not seeing isn't the same as not remembering. She's never forgotten those who fought alongside her. As for solving the Mara predicament, we'll just have to stay tuned for the upcoming Xianzhou story. Looks like Jingliu's next move is gonna be trending all over the Xianzhou. Ich glaube nicht, dass Hey, es Himiko, ihr what if Ziel I ist. start doing my own live streams? They could track Jingliu's every step. I bet they'd get loads of views. Sorry, March. I wouldn't March als recommend neue chasing Streamerin, was trends. würdet ihr Your sagen? content will probably Würdet end up ihr euch das clashing anschauen oder with nicht? the IPCs. Really? Beihang. But my favorite streamers are always saying you gotta go with the hype. Anyway, how do you think I'm doing so far, Himiko? For Das this ist irgendwie episode, I did tragisch, das loads jetzt zu and loads hören of bezüglich research. Hype Plus, I und got Star lots of Rail. tips from my favorite streamer. And which streamer would this be? Ta-da! She's a streamer called Guinaifen. Her streams are super entertaining. Oha. Guinaifen. Guinaifen? I can't say I've heard of her. You haven't? She's on the Xianzhou too. Ich dachte, sie sagt jetzt, sie ist auf dem einen Lightkon drauf. Glong, glong. Oh, die kann sogar jonglieren. Multitalent. Oh. Deetings. Oh, explosive Deetings. Das ist aber There brutal. was one night I couldn't sleep, and I ended up watching Guinaifen's Kwaiban livestream. I've never heard Fire anything Nihility. like it. Ich I werde versuchen, sie subscribed zu straight bekommen. away. Damit ich It was irgendeinen meant neuen to be. Charakter habe, die Her Version. attire is very Xianzhou, but it feels like she's not from the Luofu. She's not from any of the Xianzhou ships. I think her real name was Guinevere or something. Anyway, Gui means fine wood, Nai means to exist, and Fen means fragrant. Su Shang came up with it for her. She's her bestie. What lovely Einfach einen Namen imagery. I erfinden. know. Plus, if you think about it, Guinevere and Guinaifen do sound kind of similar. If you say them a ja. few times, right? We might want to steer clear of wordplay, March. I heard the Xianzhou issues fines for that. Huh? Aber wenn sie die Teams Xianzhou als culture Tiere is hat, vast and dann hätten wir wirklich einen profound. Pokémon-Kampf There's still haben können. much to learn. Oder? Guinaifen says that Su Shang is always schooling her on local culture and customs. Su Shang is as Xianzhou as it gets. I feel like everything I learned about the Xianzhou Ich I mag ihr learned from Outfit. them. Live streaming, Kwaiban, a passion for Xianzhou culture. Guinaifen seems like a girl of many talents. She is. Although I feel like she mainly uses them to impress her bestie. Did you know that Guinaifen is actually a street performer? Not to mention she's also super talented on the battlefield. wie sie Guinaifen is a steht. fire-type character following dem the Stab. path of nihility. When using her skill, Blazing Welcome, Guinaifen Welcome. launches firecrackers, dealing fire damage to her target and adjacent enemies with a chance of inflicting burn. After unlocking the trace, burn. High Pulse, her basic attack, Standing Ovation, also has a chance of inflicting enemies with burn. I'm curious. Why firecrackers exactly? Guinaifen says that in Xianzhou legends, artists use firecrackers to fend off scary beasts. In return, the nobility supported the artists financially. Guinaifen is just continuing the tradition, and friendly locals are only too happy to support her.
Funnily enough, Klees her große talent is Schwester called oder was? Patreon benefits. When Guinaifen is on the battlefield and an enemy sustains burn damage, Patreon there's a benefits? chance they'll enter a fire kiss state. Fire kiss is stackable and limited to a Patreon set number of benefits. turns. While in the Aber fire kiss Pet state, und enemies dann sustain Eon increased damage. Benefits. Which reminds me, I think Guinaifen live streamed a battle once too. Her ultimate, watch this showstopper, summons and detonates an even bigger firecracker in the form of a D-ting, dealing fire damage to all enemies. Targets already inflicted with burns sustain additional damage as a set percentage of the fire damage. Is this what the kids call going viral? I'd love to see her combat livestream data. Immerhin gibt es I bet it was einen an Charakter, der instant speziell hit. auf Burn About that. spezialisiert Her stream ist, was nicht so wie taken down in halfway Genshin. I think she violated the Ich habe ganz zu platform's Mero fire gewartet, dass safety ein policy. Charakter speziell kommt für Burn Damage, also What do you think? Dendropyro. Got a better picture of Guinaifen now? And I can see why you're so fond of her. Cool, isn't she? Die ich I'll aber es message auch you the link nicht. to her streams Ah, ich right hab's noch now. immer nicht bekommen. Sometimes she even sends gifts to her fans. Hey, Gwailings, check this out. Scale Gorge spring water, clear and tasteless, rich in calories. One sip. Ah, you just saved yourself a meal. Himiko, einfach so eine Actually, Mutti. I Ist das, bought was some die 5 Kinder liter Scale viral Gorge spring gehen water nennen? during Guinaifen's last stream. When you're watching her stream, you gotta be ready to grab the deals. They're awesome. Oh, wait a minute, March. If that's the case, those bottles of Scale Gorge spring water in the Express's storage room, you bought all of those? Yeah? Ja, What about them? Himiko könnte sogar auch wirklich eine echte Mutter sein. Just the other day, Welt was telling me about his new healthy lifestyle habits. Apart from exercise, he's been drinking Yukong 8 halt. glasses of water a day. Strangely enough, he's gained a little weight. Guess it must have been... So Mr. Yang was drinking the... It's getting late, Himeko. We should get back to the show. The next person we'll be talking about is Topaz. Topaz! Sure. So, who's Topaz? Chonky Welt? Actually, I don't know either. But the director said that Topaz works for the IPC. She even knows that presenter, Owlbert. Speaking of, let's get him on the line. He can introduce Owlbert. Topaz. Arbeitet Owlbert auch für die IPC? Owlbert! Ah! Oh, geh dann. Oh, and whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. I'm your good buddy. Himiko ist per Why did our Holo-Dings art style zugeschaltet. change? On my show, we go by my Ich mag das style. Bild Up von next, Topaz und allow me, Guinaifen. Owlbert, a professional Interastral Peace Corporation anchor, to introduce to you my guest and IPC colleague, Topaz. Numby! Ihr Outfit ist schon, wo wir gestern über Outfits gesprochen haben, über knappe. Der Topaz is a Body. rising star in the IPC Nambi Strategic hat eine Investment Schleife. Department. Also ist Nambi ein Heading up the Mädchen. Special Death Picket Team. Oder? She's a combination of youth, elegance, and Was nichts remarkable heißt, wenn man eine ability. Schleife hat. The Special Debts Picket Team. Nambi saugt die I think I've ganzen heard of them. Münzen ein. Well, as you may know, among the universe's major investors and lenders, the IPC is a big fish. And with so many venture capital projects, there are bound to be bumps in the road. Topaz is our go-to person to smooth out the bumps and make sure we recover what's owed. Oh, I get it. So the corporation's in the red? When dealing with defaulters, Topaz's methods are swift and effective, saving the IPC from many a potential loss. She also has a Topaz great knack Knopf for ist auch sehr turning sehr even the Durchhaltevermögen, bleakest würde projects ich into sagen. success stories and ensuring huge returns for the corporation. Wow, Und die Münzen. impressive. Does she have some kind of superpower? Sie hat Within the Nambi, walls der of the Münzen einsammeln kann. IPC, there is indeed a rumor that Topaz's stellar success might have something of the supernatural about it. Oh? Supernatural? Nambi bedeutet Reminds me not of under my Guinaifen's backyard? ghost hunting Was? streams.
Ghost hunting? Let's not jump the gun. When people think of Topaz, they don't think about ghosts, but a certain unmistakable companion. I'm talking Der about her Knopf warp kämpft aber nicht truck, so wie bei Numby. Clover. They may look like a cute Ja. mascot, but Numby is Noch nicht Topaz's ganz trusted so. sidekick, both at work and out on the battlefield. Aber er hat auch einiges zu Numby tun. has a keen sense for sniffing out wealth. Security checks, debt settlements, and calculations are all child's play for this little piggy. Together with Topaz, they traverse the cosmos, resolving any and all Aber debt es ist ziemlich disputes that interessant, dass man threaten the anscheinend IPC's operations. Trotter Numby zähmen is a kann. legit employee. They even have an official role and title. Really? Really? Frage ist, sind And don't forget, Trotter original the corporate world mirrors wilde the battlefield in Tiere more in ways than one. Anführungszeichen? Topaz's prowess in the former Oder is sind just das as swift and irgendwelche formidable in the latter. And you better Experimente, believe die Numby plays a ausgebüxt huge sind? part in that. Topaz and Numby are fire-type characters following the path of the hunt. At the start of an allied turn, if no Phew. enemy on the battlefield is inflicted Ist ja with cool, proof die of death, Schusswaffe. Topaz will inflict this state on a random enemy, thereby boosting the follow-up attack Proof of damage death. they receive. During battle, Numby starts out with an initial speed and acts autonomously, attacking enemies inflicted with proof of death. Excluding Numby's own turns, every time an ally Okay, follow-up Numby attack hat hits an enemy eigene inflicted Turns with auch. proof of death, Wie Numby's Lightning, action is wie der advanced Lightning Lord. forward. Seems like Numby and Topaz share a strong bond. They make a tight Interessant. unit. Speaking of which, Topaz's sitzt skill, Numby auf ihrem difficulty Kopf? pan, is able to Oi. reallocate proof of debt to a different target, allowing Numby to immediately launch an assault and deal a set percentage of Topaz's attack as fire damage to the Die new Schleuder. target. This counts as a follow-up attack. Topaz's Armes ultimate, Schweinchen. Turn a Profit, allows Numby to enter the Windfall Bonanza state. In this state, damage and crit damage dealt by Numby both experience an increase. If Was that ist wasn't das? enough, Rainbow Road? every time an ally's basic attack, skill, or ultimate hits an enemy inflicted with proof of death, Numby's action is additionally advanced forward. After Aha. Numby launches a set number of attacks, this effect is dispelled. Okay. Whoa, Numby's got moves. Kuschel, 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 Some kuschel. believe that everything possesses a Oh soul. nein. I believe that if you treat all living things with genuine care, regardless of whether they're human, Stonks. they'll Genau das. respond in kind. Hold on to your hats, folks. Numby's not done yet. Numby Topaz kann and Numby's Schatzkisten technique, Explicit finden. Subsidy, allows Topaz to summon Numby when Okay, so, entering a so map. schwer sind die meisten Gott Numby sei Dank then nicht versteckt. automatically seeks out basic treasures and trotters within a certain range, leading Topaz right to the loot. Numby ist aber klein im Gegensatz zu normalen Trottern. Numby ist noch ein doesn't even consume Chibi-Baby. technique points. If Topaz and Numby enter combat after using their technique, our little warp trotter regenerates a Das set amount of ist süß. Topaz's energy after launching their first attack. If Topaz and Numby are still in the team tschüss, after winning a 100 battle Euro. entered in Bye this way, bye. the team receives a small amount of additional credits up to a set daily limit. The above also goes for winning battles entered in this way within the simulated universe. But instead of credits, the team receives a small amount of cosmic fragments with a Oha. chance to bag a random curio. That's quite the skill set. Seems like Random Topaz curios? and Numby have Oha. a bad cop approach to debt collection. All that and Oha. no debuffs. Voll, We might as well voll call viele Numby the passive omnipotent Skills. cosmic piggy bank. Schatzkisten? Mein Careful Hausschwein now. findet nur If Trüffel. there's an eon of prosperity out there, Was I im doubt Grunde they want auch competition. Schätze bedeutet. Truth be told, wenn du die Topaz Trüffel doesn't care verkaufst. much about Numby's wealth-generating abilities. Here at the IPC, she has a reputation for being clean as a whistle. Money just isn't that important to her. Money is a means, not an end. Work should make you happy. Okay, ich sage, Guinaifen kommt sicher mit Topaz zusammen im Banner. Erstmal sind beide Fire. Und zweitens machen beide auf dem Bild drauf gemeinsam. In version 1.4, stagnant shadow shape of Scorch will be going live. Oh, Beat it, neuer and you Boss. can snag the essential material required for Topaz and Guinaifen. Serious Wahnsinn. steel blade. Also Boss in Anführungszeichen. Owlbert, are you sure Topaz is Okay, just your Hashi, dann colleague? gleich mal It feels like losfarmen. she's got a way bigger role than you. Oder wer sonst von euch noch Clearly, plant, you've Topaz never zu worked at a pullen? top-tier company. In esteemed enterprises like ours, we stress a horizontal approach to management. As long as one has their own methodology, finds their own niche, and employs their own strategy, they can exert unlimited influence and change the fate of a project. Himeko, is he making any sense to you?
Aber süß, wie Guinaifen da den Dating auch hält. I might not get the ins and Und ein outs of Selfie macht investing, anscheinend. but I know my way around a presentation deck. Those dazzling slides on Topaz. Yup, my creation. Impressive. It's all about making yourself indispensable in the workplace. And if Topaz were here right now, she'd acknowledge my presence. Jetzt habe ich das Problem, dass ich auf Mats warten muss und die ganzen Jingliu-Affen können alle schon farmen. Jingliu-Affen? Don't wear it out. You guys Und da ist probably wieder mentioned already, Chibi-Numby. but I work in Die the sie ihn Strategic Investment streichelt. Department at the IPC headquarters. It's an honor to be here for Miss March 7's show today, and to meet Miss Himiko. Hi, Topaz! Nice to Im meet you too. Sterne-Charakter, dann können die Whales genauso viel Geld für Topaz ausgeben, als Numby A while sammelt. ago, we Yes, received an Topaz is investment 5-star. application from the Interastral Peace Media Department. It seems the IPM's presenters want to expand the program's Jetzt ist nur die reach. Frage, As Jingliu, such, the wenn sie das so corporation beibehalten, wird sent Jingliu im me to ersten Banner evaluate the sein program's performance. und Topaz im zweiten. Director Topaz, I'll show Das you heißt, du my kannst auch schon expertise right vorfarmen, Hershi. now. Außer der Boss wird erst 3 Wochen später freigeschaltet. Let's unveil version 1.4's eagerly awaited 5-star characters. During the first phase of 1.4 in the character event warp, gentle eclipse of the moon, Trailblazers can acquire the limited 5-star character Jingliu. And Sag ich during ja. the second phase of 1.4, 2 character event warps will become available. So, Jingliu In the kommt mit character event Tingyun, warp, Qingche und Sunset Sampo. Clause, Schon wieder Sampo? Trailblazers can obtain the limited 5-star characters Topaz and Numby. Meanwhile, in the character event warp Butterfly on Sword Tip, the limited 5-star character Zila will be making a return. And I Okay, almost und forgot Topaz to kommt mit mention, Guinaifen, the Luca 4-star character und Guinaifen Sushang. will also be a part of these 2 second Ich habe das Gefühl, es gibt zu wenig. Look who's Hä? back! Seele-Rerun? It's Zila! Feels like forever since we last saw her in Bellabon. Oha, die ersten Characters Reruns. aside, we're also eagerly anticipating version 1.4's 5-star light cones. At 1.4's first phase light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone, I shall be my own sword, will be boosted. Eher als ich gedacht hätte. Ich habe noch nicht erwartet, dass jetzt schon Reruns kommen. Standing there in the moonlight Vielleicht without kommt her dann blindfold doch bald Blade Reruns und ich kann mir all den those Lightcone holen. flowers. Quite the sight. Unforgettable! Meanwhile, in 1.4's second phase light cone event warps, the drop rates for the 5-star light cones, Worrisome Blissful, and In the Night will be boosted. Wow, Topaz Aber das is ist so gut, dass die lucky to be Rerun-Banners surrounded extra by so gehalten many werden. cute Voll gut. fluffballs. Can we get one for the Express, Himiko? Oh mein Gott, was hat sie da alles für süße Tierchen? I'm afraid that might not be Seele. possible. Okay. I remember Pom Pom saying they're not keen on having anything that Aber das sheds ist fur voll in the cool. carriages. But Pom Pom sheds tons of fur. Du hast You die know, einzelnen trotters like Numby make great Charakter-Banner companions. und dann für They're jeden non-shedding, Lightcone ein low extra maintenance, Banner, wenn ich das richtig verstanden super habe. squishy. Plus, they can snip out valuable treasures. Das heißt, du hast immer eine Or, 75-prozentige what about Chance, adopting a sozusagen talking den bird? Event-Lightcone zu bekommen, Like den du Owly haben willst. here. Wait, what? Das ist gut. Absolutely not. In 1.5 dann Jingliu I'm the ja dann star of the Raffi. IPM. Wer eines Tages E6 haben möchte, sollte jetzt anfangen zu sparen. Director Topaz, I was Also wondering. komisch ausgedrückt von mir, ich meine neue Chars und nebenbei dann Let's Rerun talk und about that Lightcone later. Banner einzeln The so. reason I'm here Das for ist, March's das show ist today ziemlich is gut, to ja. present some small gifts to our esteemed viewers on behalf of the IPC. I'm not the best at crafting presentation decks, but here is a slide I worked up. Redemption Code findet ihr oben. Ad Break. Gut. Wir haben auf jeden Fall die neuen Charaktere. Also wenn von den beiden würde ich mir wirklich Topaz eher holen, weil diese ganzen passiven Sachen mit dem mehr Geld bekommen, mehr Dinge im Simulated Universe und Random Cures bekommen, bloß zufällig und die Schatzkisten finden, ist irgendwie was Besonderes. Ich muss schrillen, Hilfe, meine Ohren. Die Werbung.
Dive into a timeless space fantasy adventure. Videospielwerbung ist immer ein bisschen seltsam. Oder? Gee, thanks, Topaz. Ich bin ja immer noch dafür, dass das Genshin die Banner trennt. Also Standard in Waffen und Chars-Teilen, ja, und Weapon-Banner-Teil und dann auch 75, 25 reinbringen. Aber dafür ist es, glaube ich, zu spät. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Leider. Das müssen wir leider wohl oder übel so nehmen, wie es ist. So, is this a debt collecting trip? I'm afraid I can't comment on internal IPC matters. That said, Aber ja, finde ich I gut heard the gelöst. Express crew will be heading to Eurillo 6 for the Trailblaze Continuance Future Market. Okay. Looking forward to seeing you all in Bellabog. Huh? How did you know about that? Preliminary research is crucial for the smooth progression of any project. Our data collection lead informed me about a significant site on Eurillo 6 known as the Pillars of Creation, a memorial symbolizing centuries of Bellabogian resistance. Out of respect, I intend to pay a visit there with a few colleagues. Colleagues? Oh, where are my manners? Let me introduce them. Senior staff, team leader, grunt, field personnel, and grunt, security personnel. They look pretty slick, but Die I can't IPC help wieder. but wonder. Are sie they jetzt in enthusiastic about a Reno trip 6 to an ice davor, planet? Bilobok. I'm afraid enthusiasm doesn't come into it. The IPC's balance In sheet. deutscher is Übersetzung the best heißt right now. Nambi We Conti. haven't got the capital to outsource missions Und like Konto? these. That explains the recent Aber disturbance in the naja, ich kann corporation. nicht meckern. Bisher war ich ja eigentlich recht Thousands of lucky im voices Waffenbanner. suddenly Ich kann mich jetzt eigentlich auch nicht mehr beschweren. Were suddenly silenced. Let's set that aside for now. Und das wollte You wer know, wissen? I've Ich heard finde es all about zumindest the einen achievements of lustigen the Astral Fakt. Express. I Conti. also heard that the train's navigator was a lady of unparalleled beauty and talent. It was a pleasure to meet you at last, Ich habe Miss heute Himiko. festgestellt, dass das Another Itty-Bitty reason for coming on the Oktobaby show auf today? Deutsch I Minimollusk hope I lived up to heißt. your Und das expectations. fand ich ganz traurig. You Das hat mir schon exceeded allein them. bewiesen, warum ich die deutsche Next Übersetzung time, nicht spielen let's see sollte. if we can meet up in person. I'm sure we can make that happen. Once your work in Bellabog is done, perhaps Ja, you'd like to drop by the Minimollusk Express. oder sowas. It's a deal. I've always wanted to set eyes on the Express. Ich war nur wieder im Wiki drin. Und manchmal interessieren mich, wie manche Sachen auf anderen Sprachen heißen. Auf Japanisch und so. As another gesture of the corporation's goodwill, Und unten die I'd like to Übersetzung und so. introduce a brand new event Warum for everyone hätte to man take nicht part in. klitzekleines Oktobaby oder so übersetzen können oder Ethereum Wars is Ja. set to unveil an offline fan event on Traurig, Eurillo oder? 6, the Interastral Tournament Festival. Ethereum Wars? Ich weiß nicht. That? Think of it as a holographic Ich weiß, video übersetzen game. ist eine schwere To secure a Sache. spot in the grand final, Aber ich habe das contestants Gefühl, die must deutsche collect Übersetzung and ist in etwa so nurture lustig ether wie spirits, which mein can be found Kontostand. within victory zones. Ether spirits? I'd venture to guess they're much like Numby here. Digital replicas of creatures designed to serve as combat companions. Right you are, Miss Combat Himiko. Companions? Your Also doch knowledge in ein this area is Pokémon-Event. surprising. I've heard a thing or two about the IPC's research and cultivation programs. Am I right in assuming that the aim of this event is to analyze the suitability of different species as fighting companions? Correct. And we stand by our promise that no real-life creatures will be harmed during Ethereum Wars. The IPC has Ethereum renovated Wars. an old weapons testing ground to Also es serve ist as doch a ein tournament venue. Pokémon-Kampf. We've also set up victory zones in different locations. Herta Space Station, Eurillo 6, and the Xianzhou Luofu. Those who manage to defeat the championship contenders in each victory zone and complete the hyperlink challenges will Okay. be greeted with generous rewards. It's also worth noting that Ist- ether spirits, dass sie sich both so viel ally Mühe für and die enemy alike, Stage are machen. classified into 3 types: mechanical, humanoid, and aberrant. In combat, these types have a Oh mein cyclical Gott. relationship, with Das ist each wirklich one ein countering another. Pokémon-Kampf. Attacking enemies that are Und du vulnerable to your holst den current ether Gegner und spirit musst dann gegen cycle andere allow you Gegner to deal kämpfen. extra damage. So picking a type that counters your Moosgrüner opponents Fels, is der super Fels in der important. Brandung. You got it. Haben die sich von Furthermore, as you Nintendo advance abgeguckt. through the competition, you'll gain Ehrlich access to gesagt, the ich muss even sagen, more die deutschen formidable Nintendo-Übersetzungen Overlord sind ether eine der spirits, which can besten, be developed to wenn boost ich their ehrlich combat bin. prowess. So the deeper you delve into the Die competition, sind zumindest kreativ und geben sich the Mühe. fights become. This is gonna be quite the contest. Am wenigsten bleiben die japanisch angelehnten Waffen normal, also Anemone, you okay there, Mark 7? Anemone, Ether Anemone. spirit?
be? Arme Noma. Let's see. Whoa, a gold Owlbert. Miss March, do I look like some paddle pet to you? You can't just collect anything and everything. Was machen wir? Wir haben die Welt gerettet und das Erste, was eingeführt wird neben einem Museum, contestants. Numerous players from across the universe will be partaking in Ethereum Wars. As you progress, new opponents will be revealed. Das nochmal mit Jonglier. Vortex Vanquisher klingt voll epic und da kommt Regenbogenstecher. You might end up face to face with some unexpected opponents. And should you rise to the occasion and overcome the Interastral Tournament Festival challenges, Oh, man kann sich einen Charakter aussuchen. Serval, Pela, Luca oder Hook. Selected 4-star character. And there you have it. The full rundown on Ethereum Wars. Hope you all Luca have habe ich noch fun nicht and fertig remember to treat gelevelt, your aber den habe combat ich jetzt Gott sei Dank companions bekommen. kindly. I've got a meeting to get to. Aber es ist gut, dass man sich einen aussuchen kann. Das finde ich echt nett. Man kann sich Genshin auch eine Scheibe von... Man konnte sich immer nur Liu-Charaktere aussuchen, aber nicht, dass sie mal drauf kommen, wenn ein Inazuma-Event ist oder ein Sumeru-Event, dass man sich da einen Forster aussuchen kann. Sorry. Oh nein, Numby läuft weg. Tschüss, Topaz. I should be going too. Schauen wir mal. Entweder nehme ich Luca oder Pela. To attend to. Pela habe ich heute auf 80 gebracht. Thanks for all the help, Himeko. See you soon. Erstmal wieder auf Englisch stellen. Mini-Molluske. Topaz and Himeko. I think so. Are you sure? Wenn mich jemand das nächste Mal fragt, warum spielst du auf Englisch? See, Dann habe ich meine all Begründung. gone. Nobody here but me. Nobody else on the line. Whew, that's a relief. All those gifts. If you ask me, Topaz is just abusing her position to engage in a personal pastime. Huh? Schauen wir mal, was der Event dann hergibt. Isn't it obvious to you? Maybe you should take another look at the specifics of this event. Let me Viertel, think. dieser Händler-Viertel-Event I got it! So war Topaz's personal okay, pastime sage is ich jetzt mal. hunting. Es war halt sehr... Hunting. Die kleinen Rätsel haben mir Spaß gemacht, Give you that impression. Well, aber isn't ansonsten that hat right, nicht ganz so viel hergegeben, I'll auch show von you. der Story her This nicht so. event is all about Hat mir der sneaking Museumsevent up besser gefallen, slowly and wesentlich. then- Auch vom Hey! Wirtschaftssimulationsfaktor her. Whoa, slow down a second. Pokémon-Kämpfe, schauen wir mal. Topaz's pastime is So, cuddling ich bin creatures. mal nur halb anwesend, um ein hunting paar them. Mechas zu As soon as she verkloppen. gets home, she Jetzt! grabs her pets and cuddles the heck out of Reggie! them. She's got hundreds at her company apartment. Lass die Meckers Meckers Did you sein. say Lass sie hundreds? meckern. How does she have the space? Nein, mach Her ruhig. company apartment is an ecological starship. Meanwhile, reden my ganz schön favorite viel. put's in his studio from the 2020s. Topaz lives it up in a giant starship over at corporate HQ. Well, I get by on packed lunches in the middle of nowhere. Hang in there, Albert. Let's shift our attention to some of the other thrilling events coming our way. So, die First off, restlichen during the Events. 1.4 release, the Planar Infinity event is making its debut. Herta and 3 other members of the Genius Society made some small Wieder neue renovations to the Simulated simulated Universe. But each of Mini... them threw a spanner in the Mini-Events. works. With the code damage, the universe is beginning to expand exponentially. Madam Herta wanted me to pass a message on to our trailblazers. Don't panic, just a minor bug. Ich You will sehe be Blue and compensated. May. Minor bug? Really? It doesn't sound like it. It's true! The spanners in question cause the simulated universe's blessings and curios to multiply. Multiply. As such, in Planar Infinity's Ordinary Plane challenges, trailblazers can obtain some wonderful buffs. For example? Sie lieben das Simulated A Universe, cosmic oder? big lotto that won't Ich muss sagen, am Anfang hat es mir auch gut gefallen. Wow! See what I mean? Following an Aber ordinary dadurch, dass man plane das jede challenge, Woche immer und trailblazers immer will wieder enter machen. Wenn es alle 2 Wochen wäre, wäre es Herta's wahrscheinlich ein manic bisschen besser. plane with their buffs in tow. Every time trailblazers successfully challenge a wave of enemies, a floor is successfully cleared. Aber deswegen As gibt es floors wahrscheinlich so are viele cleared, kleine Mini-Events, um trailblazers das will frisch face zu off halten. against Keine Ahnung, ich weiß increasingly nicht. difficult enemies until Uh-oh. I knew there was a catch. Now Ich we muss have das to Swarm fight Disaster nochmal attrition and weitermachen warfare. irgendwann.
Herder wants to test the limits of the simulated universe's memory. Don't panic, Miss March. As long as Trailblazers obtain as many buffs as they can in the ordinary plane challenges, they'll be able to face down the manic plane with full strength. Sorry, you have been blocked, In the simulated universe, anything is possible. Meins geht noch nicht. Really? I don't believe you. You must believe me. I promise, Trailblazers. It's a walk in the park. I'm begging you. Now I really don't believe Am Anfang hat mir Simulated Universe extrem gefallen. Gift of Odyssey, yay! Es gibt übrigens auch neue Login-Boni, hat mir Evo vorhin erzählt. Ach, 800 Jades kann man noch Login-mäßig bekommen. So, am Anfang ist sie nur Sampo-Schock. When interacting with characters in the story, Trailblazers can now pause dialogue and review surrounding context. All that juicy lore and tasty exposition buried under trigger-happy mouse clicks. Das ist aber praktisch. This doesn't mean you can make new choices, though. So always make choices that you know you won't So, am Anfang hat mir Simulated Universe extrem gefallen. Dann kamen die Ekelstufen mit Jolted. Und alle 2 Wochen Reset mit mehr Belohnungen. Dafür fände ich auch gut. Ja, alle 2 Wochen Reset und dafür doppelte Belohnung oder so. Weil jede Woche das immer und immer wieder das Gleiche jetzt durchspielen ist ein bisschen... Ich bin zumindest so weit mit meinen Charakteren, dass ich sowohl Stufe 7 als auch Stufe 6 ohne Hinschauen im Automodus durchspielen kann. Danke, Gölgenhängen. Ja. Things are gonna get real busy soon. And what's a recipe Und ich mach's halt einfach nur durch, schnell irgendwann am Sonntagabend meistens. Been talking about organizing a whole food tour event. So strange. Nobody even knows where the recipe came from. What if Pom-Pom runs into bad guys on the tour? I need to protect the conductor. I get it now. Die Outfits sind aber süß. Hey, that's slander. The food tour will be following the express around the world. Keep your eyes peeled for official announcements on when and where we'll be stopping. Hey, I'm the one ja, wahrscheinlich wieder nicht bei mir. Wie mit dem Bubble Tea Dings da damals. Ich glaube, der nächste teilnehmende Shop wäre in Prag gewesen oder so. Noch ein Code, bitte. We are honored to introduce Honkai Star Rail to the PlayStation 5 Coming shortly. October 11th. PlayStation 5 is a perfect platform for this space Bei Kokulia schaue ich immer noch drauf, weil mir die Olle immer noch Angst macht. Ehrlich gesagt, nach dem, was ich das letzte Mal fabriziert habe, was habe ich gemacht? 615.000 Damage? Das war schon krass. In Welt 7 nehme ich immer Abundance, in Welt 6 nehme ich immer, also bei Kokulia nehme ich, nein, bei Kokulia nehme ich immer Abundance und beim Hirsch nehme ich immer Remembrance. Und einfach durch. Ich habe das letzte Mal zugeschaut, ja. Und dann habe ich die Zahlen gesehen. Ich so, wow. Was ist da passiert? Habe ich bei dem Hirsch so viel gemacht? Owlbert, who's the Nein, main presenter here? bei Bronja und Kokulia war das. My bad. Force a habit. In that case, is there anything Mein Dragonhang war das. presenter would like to say to the audience? Mit den 615.000. Ich so, wow. Don't forget to like, Das habe ich in follow, Genshin and noch nie share. gesehen. Let's get to 50 billion views. 50 billion. You might want to take a few zeros out there, March. Anyway, I got a flap. They're not paying me enough overtime, that's for sure. So whether or not your world has a day-night cycle, good morning, good afternoon, and get yourself home already. Owlbert, sign it off. Bye-bye. Wait, Okay. Owlbert. You really made a break for it. Anyway, so that's all for today's program. Thanks a lot for tuning in. I'm your host, Auf March jeden Fall, 7th. so viel Wishing all Story you kommt guys nicht a great dazu. day. Und angebieten. Oh. Oh, da kommt noch eine kurze Szene. Und angebieten nur das Kampfgebiet. Finally. I'm exhausted.
Ach, Mart, stell dich nicht so an. Huh? Really? Oh, thank you, thank you. Actually, I was feeling super nervous. Oh, no. You guys did all the hard work. Thank you, thank you. Huh? Is the program link up already? I'll share it with my friend. Hey. Es ist süß gemacht, aber sie haben zu viel um den heißen Brei geredet. Es war, ganz ehrlich, es war ein bisschen in die Länge gezogen. Ich glaube, so richtig Story kommt gar nichts, ne. Das Einzige, was an Story kommt, ist Jingliu Story Quest. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und halt die Event-Story mit dem komischen Pokémon-Event-Dings da. So, jetzt sind wir auch fertig. Sollen wir uns nochmal den Trailer anschauen? Schauen wir mal. Zack. Zack. Way. So. Wenn mein Browser nicht hängt. Also haben wir genug Zeit, uns auf Genshin zu konzentrieren. Wahrscheinlich. So. Können wir uns mal den Trailer anschauen. Zack. 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 So, nochmal die kurze Zusammenfassung. Hätte es wahrscheinlich auch getan, oder? Obwohl, über die Charaktere war schon interessant zu erfahren, was sie machen können. Das sieht wirklich aus wie Pokémon-Orden, oder? Manche Charaktere könnten wirklich Jingliu sein. Join me in dance. Let's bring this exquisite celebration to its climax. Pokémon sind jetzt kanonisch in Star Wars. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Naja. In Anführungszeichen. Obwohl Genshin die besseren Pokémon hat. Ja, es kommt nicht wirklich eine Story dazu, ganz ehrlich. Oh. Was für eine Überraschung. Was? Evo ist einkaufen gegangen, ist nach 8 Minuten wieder zurückgekommen, weil er sein Portemonnaie vergessen hat. Jetzt hat er eingekauft und jetzt muss er wieder losgehen, weil er die Hälfte zum Einkaufen vergessen hat. Katzenfutter hat er vergessen. An die Katzen wird wieder nicht gedacht, die Armen. Okay. Der Rucksack war voll, okay. Einkaufstasche mitnehmen. Ja. Ja. Schau, du warst die ganze Woche jetzt zu Hause und krank. Jetzt ein bisschen frische Luft schnappen ist eh nicht schlecht. Dafür mussten morgen nicht üben. Ja, aber der Flynn sollte vielleicht morgen schon auch rausgehen ein bisschen. Bongo-Head, yep. Ja, die Pilze zum Beispiel und die ganzen Unterwassertierchen, die Itty-Bitty-Octo-Babys und so. Jedes Game hat bessere Pokémon als Pokémon. Selbst die Namis. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Achso. Da war gerade so ein komischer Cut. I returned to the Lawfu so I could surrender myself to the Alliance and atone for my sins. So. Wie schauen eure Poolpläne aus? Jingliu, Topaz, Guinaifen, Seele, Lightcones oder Sparen? Toxic? Licht-Pokémon gibt's auch. Ich sag nur Pokémon with Guns. Und eigentlich jemand mal wieder was von gehört? Blade mit den silbernen Haaren. Ah! 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 Ich mag ihn auch mit den dunklen Haaren. Ich möchte beide haben. Guinaifen ist toll.
Ich werde versuchen, sie zu bekommen. Sollte ich zufälligerweise Topaz bekommen, sage ich nicht nein, ansonsten spare ich weiter. Ich weiß zwar nicht auf wen. Huhu, oder wie sie heißt. Weiß ich nicht. Argenti. Keine Ahnung. Und dann gab es noch Anja, oder wie sie heißt, als Forster in 1.5 dann. Ja, Simulated Universe Event gibt's. Den Kampf-Event gibt's. Nicht so viel Event-technisch. Jo. Schauen wir es uns nochmal auf Japanisch an. Let's go. So. Noch einmal auf Japanisch, dann werden wir dann auf Genshin switchen. Switch? So. Blub. Hoyoverse. Ah, nicht schon losgehen. Warum geht das Video auf einmal los? Ich habe nichts gedrückt. Ich habe nur rausgetappt, damit ich mein OBS komme. Furchtbar, die Technik von heute. Passt auf. Wenn wir früher oder später eh hören. Ja. Kampf-Event. Und das Simulated Universe Event. Das war's? War's das wirklich?
Und den Login-Event nicht zu vergessen. Na gut. Na gut. So weit, so gut. Was sagt ihr so? Also Hanja versuche ich auf jeden Fall zu bekommen. Mir fehlt es einfach an Physical Chars. Ja. Ich muss dann schauen, wie mir dann Argenti gefällt, wenn er da ist. Bin noch ein bisschen skeptisch. Aber er ist ja auch Physical. Wenn die beiden zusammenkommen, wäre das natürlich eine Win-Win-Situation. Dann könnte man Physical pullen. So, gut. Dann würde ich sagen, wir machen ganz kurz eine kleine Pause. Ich starte derweil mal mein Genshin im Hintergrund. Hab heute schon brav meine Bücher-Items gefarmt. Deswegen ist mein Buch jetzt Level 90. Ich habe schon verschiedene Teamkombinationen jetzt ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, welche mir am besten mit ihm gefällt. Bin halt wirklich drauf gekommen. C1 eröffnet wahrscheinlich viele neue Party-Kombinationen. Einfach dadurch. Kommt drauf an, wie wirklich diese Resistenz ist von Növis C1. Weil dann bist du nicht unbedingt auf einen Shield-Charakter angewiesen. Ansonsten hauen dich die Gegner schon schnell weg. Und das ist halt blöd, wenn du gerade mit deinem Strahl anfängst und sie hauen dich weg. Und du müsstest dann neu chargen, aber hast gerade keine Kugeln. Ready? Schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt, wie es mit Star Rail weitergeht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die übergeordnete Geschichte voll toll. Ich finde die Charaktere voll toll. Eigentlich das Kampfsystem finde ich auch nicht so schlecht. Aber dadurch, dass es gerade keine aktuellen Events gibt oder so, das Einzige, was ich theoretisch, ich habe noch genug von den Companion- und Abenteuermissionen offen. Aber ich weiß nicht. Sieht der jetzt... Vielleicht ist Genshin auch gerade einfach zu gut. Mal schauen. Ich lasse mich überraschen. So. Genshin lädt auf jeden Fall schon langsam. Und wir sind da, mitten in Fontaine. So, machen wir einen Switchy-Switch. Gut gesprungen. Ist halb gewonnen. So. Wo ist mein Genshin? Genshin Impact.